Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Im März des Jahres 2018 war ich ein paar Tage in Mittelböhmen unterwegs, und zwar auf den Spuren von Kingdom Come: Deliverance. Das Besondere an diesem Spiel ist es ja, dass es nicht nur abstrakt in der Vergangenheit spielt, sondern auch an Originalschauplätzen, die man natürlich noch heute besuchen kann. Fast alle Orte aus Kingdom Come gibt es immer noch. Rattay, Ledetchko, Uschitze, Talmberg, Merhojed, Vranik, Sasau und Skalitz. Ein bisschen getrickst haben die Entwickler dennoch, denn sowohl Sasau als auch Skalitz liegen in Wirklichkeit etwas weiter entfernt. Zugunsten eines kompakteren Spielerlebnisses haben sie diese wohl näher herangerückt. Ich nehme euch nun in diesem und einem weiteren Video mit auf diese meine Reise. Und als Ausgangspunkt dafür konnte es eigentlich nur einen Ort geben. Viel Spaß! Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Und ich bin ganz aufgeregt, denn ich bin hier tatsächlich an Ort und Stelle in Rattay, und zwar unten an der Sasau. Und wer Kingdom Come: Deliverance gespielt hat oder spielt, der weiß genau, wo ich jetzt bin, nämlich dort, wo man sein erstes Quartier aufschlägt, beim Müller unten am Fluss. Und ja, man kann die Stelle sehr, sehr gut identifizieren. Ich schwenke mal so ein bisschen rum, dann könnt ihr das sehen. Hier sind ja so eine kleine Flussinseln, die auch im Spiel sind. Und da hinten, dieses weiße Gebäude, an der Stelle etwa müsste eigentlich die Mühle gestanden haben. Und da gehen wir gleich vorbei. Aber auf jeden Fall bin ich fantastisch begeistert darüber, wie genau man das hier wiederempfinden kann. Also die Dimension stimmt, der Fluss ist etwa so breit wie im Spiel. Hier drüben wüsste ich jetzt genau, also hier war ja im Spiel eine Brücke, die gibt es jetzt hier nicht. Wir kommen also hier an dieser Stelle nicht über den Fluss, aber dort geht es hoch. Hinten ist Ledetchko, das ist auch tatsächlich so. Man könnte jetzt auch hier am Fluss entlang reiten, wollte ich schon sagen, gehen 2 Kilometer, den Flussarm, den schwenkt da entlang und würde nach Ledetchko kommen. Vielleicht mache ich das auch noch, aber jetzt nehme ich euch erstmal mit auf den Weg hoch nach Rattay, durchs Stadttor durch. Hier sieht man schön die Stromschnellen, die auch im Spiel vorkommen, wenn ihr euch erinnert. Und da, also ich glaube so etwa, wo dieses weiße Gebäude, ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Wasserwirtschaftsgebäude oder Elektrizitätsgebäude jetzt. Da müsste in etwa die Mühle gestanden haben, ein bisschen weiter rechts rüber. Vielleicht gehört ja dieses ältere Gebäude hier vorne noch zu diesem ehemaligen Ensemble. So, und hier geht der Weg hoch, den wir auch kennen, nach Rattay. Und hier rechts unten, das müsste so in etwa das Grundstück sein, wo das Badehaus steht. Aber von den Badedirnen, von den Bademädels ist hier nichts zu sehen. Und da drüben, da erinnert ihr euch, da kommt man, wenn man den Wald hoch geht, diesen kleinen Hang, da kommt man zum Henker. Ja, die Straßenführung ist inzwischen eine andere. Diese Straße hier, die gibt es noch nicht im Spiel. Also inzwischen kommt man auf der Seite der Kirche dort in die Stadt. Aber den Weg hier hoch zum Stadttor, das wir aus Kingdom Come kennen, den gibt es immer noch.
Ja Leute, und das ist es. Das Stadttor, das hier immer noch zu finden ist. Und das Schild hier unten verrät uns, dass es wirklich hier den Originalstandort im 14. Jahrhundert hatte. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch das Tor so ist mit den Steinen. Aber nichtsdestotrotz extrem beeindruckend, ehrlich gesagt. So, und jetzt stehe ich hier vor dem Burgtor der unteren Burg in Rattay. Im Spiel wird sie als Pirkstein schon benannt und seit 1385 ist wohl dieser Name ausgehend von Pirkenstein oder Birkenstein bekannt. Erbaut wurde sie vermutlich Anfang des 14. Jahrhunderts von den von Leipas. Die haben dieses Marktdorf, so war es ursprünglich, Rattay, erhalten als Lehen von König Johann. Und die Leipas, die haben eben diesen Marktflecken befestigt mit einer unteren Burg, wo ich jetzt mich befinde, die kennt ihr auch aus dem Spiel, und einer oberen Burg, welche heute ja dann als Renaissance-Schloss noch überlebt hat, wurde umgebaut, aber da kommen wir später noch dazu. Diese untere Burg ist aber in ziemlichem Originalzustand, wie mir scheint. Also auch diesen Turm, ich blende nochmal hoch, den kennt ihr aus dem Spiel. Und hier, wo ich gerade stehe, da lagern im Spiel die Flüchtlinge aus Görlitz. Leider kann man jetzt in die Burg nicht rein. Ich habe mal da durchs Burgtor geluschert und habe gesehen, da scheint jemand zu wohnen. Das ist wohl im Privatbesitz. Und da ist wirklich auch noch viel intakt. Also das gesamte große Gebäude dort, ihr erinnert euch, das war ein dreistöckiges Gebäude, wo oben die Gemächer der Herren sind. Das ist alles noch ziemlich intakt. Man kann von außen ein bisschen was sehen, aber mehr leider nicht. Aber extrem beeindruckend, muss ich euch sagen, hier mal zu sein und vor allem wirklich diese Dimensionen nachzuempfinden, die im Spiel wirklich gut getroffen sind. Gut, wir machen jetzt weiter den Weg von hier aus hoch zum Markt von Rattay. Bis gleich. So, und jetzt stehe ich hier auf dem Marktplatz von Rattay und hinter mir das Gebäude. Ja, da würde im Spiel jetzt dieses Art Rathausgebäude stehen, wo der Vogt seinen Sitz hat. Das ist völlig verschwunden. Überhaupt ist von dieser mittelalterlichen Architektur hier im Ort nichts, so gut wie nichts mehr zu erkennen. Das hinten ist jetzt, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, neoklassizistisch oder vielleicht tatsächlich klassizistisch, Gebäude, wo die Grundschule sich jetzt befindet. Aber was ganz interessant ist, daneben, kennt ihr ja auch, da befindet sich die mittelalterliche Kirche, wenn ihr da Rattay in Kingdom Come kennt. Und da, genau an dem Standort, ist tatsächlich auch eine Kirche. Und ein Schild hier vermerkt auch, dass das wirklich der Originalstandort der mittelalterlichen Kirche ist, während die Kirche, die ihr hier seht, aus dem 19. Jahrhundert ist auf dem gleichen Standort gebaut. So, ich gehe jetzt hier von dem Markt aus mal weiter hoch. Ihr kennt die Straße hoch zur oberen Burg und ihr werdet sehen, dass keines der Häuser den ähnelt, was wir in Kingdom Come gesehen haben, kennen. Aber was wirklich erstaunlich ist, wie soll ich sagen, die Anlage, das Gefühl, wenn man hier lang geht, also wie sich das so leicht nach oben
Anheben, der Weg, all das ist identisch. Man fühlt sich wirklich heimisch. Ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt. Ich hoffe es sehr. Also bis gleich oben in der oberen Burg. So, und die scheint mir die Stelle zu sein, wo man hier über eine Brücke rüberkommt zur inneren Burg und wo hier unten ein tiefer Graben ist. Fast so eine Art Schlucht, wo man Bogen schießen kann, wenn ihr euch erinnert. Da bin ich angekommen. Man kann nicht mehr sagen in der oberen Burg, sondern, ich hatte es erwähnt, das Ganze wurde umgebaut zum Renaissance-Schloss. Und zwar schon im 16. Jahrhundert. Das Ganze ging in den Besitz derer von Tallenberg, kennt ihr auch, oder von Thalenberg. Und die haben eben ganz im Stile der Zeit diese Burg umgebaut. Damals aber war es noch ein einfacher, einflügeliger Bau. Ich vermute mal, der hinter uns, also zumindest im Spiel, ist ja das der Ort, wo die Herren wohnen. Später im 17. Jahrhundert ist dann daraus ein vierflügeliger Renaissancebau geworden. Ganz im Stile der Zeit, muss damals wirklich prunkvoll gewesen sein. Das Ganze wanderte dann noch in den Besitz der Liechtensteiner, die das dann bis 1922 besessen haben, als Verwaltungssitz, wie zu lesen ist. Ja, und seitdem ist es in der Hand der Kommune, die sich offenbar mehr schlecht als recht darum kümmern kann. Kommunale Zwecke, ich weiß nicht, ob hier so eine Art Bauhof ist. Man sieht auch, an einer Seite ist die Post, da oben ist noch ein Infocenter, das aber nicht geöffnet hat. Und ich glaube, hier wohnen auch einfach Leute. Also ich habe mehrere Wohnungseingangstüren gesehen. Also es ist hier ein ganz bunt durchgewürfelter Haufen. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser marode Charme gefällt mir fast besser, als wenn das hier komplett durchsaniert ist. Zumindest lässt es sich besser in diese Zeit irgendwie versetzen. So, das war's aus Rattay, aber die Reise ist damit noch nicht beendet.